Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst wünsche ich euch erstmal einen schönen Wochenstart, einen frohen Pfingstmontag, ja, und damit natürlich auch einen super schönen Feiertag. Und wir werden die Woche auf jeden Fall einiges vorhaben. Die ist vollgepackt bis oben hin mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und zwar ja, kann ich soweit schon mal verkünden, dass wir ja, diese Woche wieder richtig durchstarten werden mit dem Livestream. Da hatten schon einige nachgefragt gehabt und ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mich ja erstmal die Woche, also letzte Woche noch ein bisschen ausruhen möchte, auskurieren, bevor wir wieder richtig durchstarten. Jetzt kann ich sagen, bin ich eigentlich wieder so up to date, beziehungsweise in so guter Form, dass ich auf jeden Fall ein bisschen länger live sein kann, sodass ich ja, das auch lohnt, sag ich mal. Ne? Und ich denke mal, ich bin jetzt wieder einigermaßen, also beziehungsweise vollständig genesen, würde ich mal so sagen. Deswegen alles cool, geht da wieder los und wir werden auch morgen direkt starten. Morgen nachmittags, abends, ich will keine genaue Zeit festlegen. Wie gesagt, wenn ihr da genau sehen wollt, wann ich live bin, dann am besten auf Twitch ein Follow da lassen oder wie gesagt, auf meinem Discord-Server kündige ich das auch immer rechtzeitig an. Und ja, da geht es morgen am Dienstag auf jeden Fall wieder rein, da freue ich mich sehr drauf. Am Mittwoch startet ja dann der Hellevator, allerdings hier auf dem Server auf F9 exklusiv und dann am Donnerstag weltweit auf allen Servern. Das heißt, im Umkehrschluss werden wir natürlich auch logischerweise am Mittwoch live sein und versuchen, also ich werde versuchen, dann auch ja, zu der Zeit dann schon online zu sein. Versprechen kann ich da allerdings noch nichts, ja, weil ich da Nachtschicht habe momentan und dann, ja, der Hellevator startet ja um 16 Uhr und deswegen könnte es ein bisschen krachen auf jeden Fall. Aber wenn nicht, dann sind wir zumindest abends live. Also Dienstag, Mittwoch gibt es einen Stream. Am Donnerstag versuche ich auch live zu kommen. Da sind wir ja auf allen Servern mit dem Hellevator am Start. Also ja, könnte sein, dass es Donnerstag eventuell auch einen Stream gibt, aber da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Aber dann Freitag auf jeden Fall dann wieder. Am Freitag bin ich allerdings auch auf eine Hochzeit eingeladen, deswegen da bin ich dann erst abends da. Da kann ich den Serverstart leider nicht ja, im vollen Umfang genießen, sondern muss da dann erst irgendwann abends dann auch wieder live kommen. Werdet ihr dann auch wieder natürlich dann sehen, wenn ich es dann ankündige. Das heißt, also die ganze Woche eigentlich ja fast nur ausschließlich Streaming und Samstag, ja, da habe ich dann das erste Mal die Woche dann richtig Zeit. Samstag ist ja dann der erste Tag nach dem Serverstart-Tag quasi, also Tag 2 quasi von EU12. Da können wir uns dann richtig Zeit nehmen, mal wieder zu streamen. Ja, da habe ich dann auch ein bisschen länger Zeit und da können wir dann auch mal ein bisschen härter reingehen in die Materie. Ansonsten jetzt unter der Woche werden das wahrscheinlich nicht so sehr lange Streams werden. Ja, zeittechnisch einfach begrenzt, aber am Wochenende, am Samstag, da werden wir mal versuchen, wieder ein bisschen länger durchzuziehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, bin schon die ganze Woche, letzte Woche heiß gewesen, wieder zu streamen. Ich habe es ja öfter schon erwähnt, aber wie gesagt, man soll es ja auch dann ja, nicht übertreiben. Ne? Deswegen, umso mehr freue ich mich jetzt drauf. Es hat mir natürlich auch sehr leid getan, muss ich wirklich sagen, dass ich mir erstmal jetzt die ganzen Affiliate-Subs eingeheimst habe. Ja, und dann mache ich den taktischen Rückzieher, habe alle Prime-Subs abgesahnt und dann bin ich erstmal verschollen, bin ich erstmal weg von der Bildschirmoberfläche, bin ich erstmal auf den Malediven, mache ich erstmal eine Woche Urlaub. Ja, das ist natürlich auch eine geile Strat, auf jeden Fall, ne? Aber ich hatte ja gesagt, dass ich auch 2 bis 3 Mal die Woche definitiv Regelmäßigkeit da reinkriegen will, aber gut, ich denke mal, wenn man ein bisschen erkältet ist, dann ja, kann man da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Deswegen, wie gesagt, umso mehr freue ich mich jetzt drauf, dass es wieder dann, ja, jetzt wieder so richtig abgeht, ne? Und, jo, genau, so sieht das aus im Schneckenhaus, ne? Um mal den guten alten Schilling hier zu imitieren. Und ja, ich hatte auf jeden Fall Bock, heute noch so ein bisschen in die Ehrenhalle mal zu schauen, bevor wir hier nächste Woche auf den Hellevator zugehen werden, beziehungsweise diese Woche, sorry. Und ja, erstmal soll da ja ein bisschen was Neues auf uns warten, irgendwie im Hellevator. Dieser
Höllenangriff oder was das war. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das heißt, was sie da jetzt beschrieben hatten. Oh, mal risky, ja, hat sich gelohnt. Ja, und da wollte ich definitiv am Mittwoch mal schauen, ob wir da irgendwie was Neues erklären müssen oder irgendwas, weiß ich nicht, irgendein Spielfeature innerhalb des Elevators ist, was man jetzt irgendwie taktisch auseinandernehmen könnte. Aber ich glaube mal eher weniger, dass das so umfangreich wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, so beim Elevator, dass das jetzt so krass überarbeitet wird, falls da überhaupt was kommt. Ja, vielleicht ist es auch nur das Thema davon, obwohl alle Themen haben wir eigentlich vom Elevator auch soweit durch und behandelt, sodass die quasi auch einen festen Cycle haben, wann die so durchlaufen, immer wieder so, ne? Beziehungsweise sind ja jetzt alle Themen in einem Elevator sozusagen untergebracht worden, ne? Die so die letzten Male rangekommen sind. Und ja, demzufolge, wir lassen uns einfach überraschen. Ja, wir lassen uns überraschen, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden wahrscheinlich ja, wieder auf Platz 2 stehen, denke ich mal. Ich denke mal schon. Slicer wird, glaube ich, nicht so eine großartige Chance gegen uns haben. 603er Durchschnittslevel haben wir hier am Start. Ist auch definitiv eine starke Gilde, aber ich glaube, gegen uns ist es noch ein bisschen, sind sie noch ein bisschen ja, unterlegen. Wo wir natürlich meilenweit unterlegen sind und jeder andere auf dem Server auch, ist natürlich hier nach wie vor Ryzen. Und ja, die werden definitiv wieder Platz 1 hier belegen auf dem Server, das ist natürlich ganz klar. Ist aber auch nicht weiter wild, weil ja, Platz 1, 2 und 3 bekommen ja im Elevator auch ja, dieselben Belohnungen. Also von daher geht es eigentlich nur um den Hintergrund, ob man jetzt nur einen goldenen, silbernen oder einen bronzefarbenen Hintergrund hat. Also von daher, ja, wirklich halb so wild. Also wirklich, also, ist so ein bisschen Prestige-Ding, aber gut. Mir kommt es halt eher auf die Belohnungen an. Wenn man da jetzt aus den Top 3 raus ist, wäre das natürlich schon ein bisschen ärgerlicher. Aber jetzt nur wegen dem Background mache ich mir da jetzt nicht so die Platte, muss ich sagen. Ansonsten waren wir jetzt schon lange nicht mehr in der E-Hof drin gewesen. Hier ist natürlich nach wie vor, weil auch viele gefragt haben, sag mal, spielt Strider überhaupt noch so? Ne? Der ist natürlich auch noch mit am Start und hat nach wie vor, glaube ich, auch die meisten Basispunkte in ganz Shakes and Fidget, aber der ist natürlich undercover-mäßig unterwegs. Ich glaube, sein Server wurde jetzt sogar irgendwie nochmal gemerged oder irgendwie hatte ich sowas gelesen gehabt, dass der US-Server, also F1 glaube ich, oder irgendwie so, dass das irgendwie ein US-Server geworden ist oder ich habe keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich sowas gelesen gehabt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall lässt sich Strider natürlich nach wie vor in der Ehrenhalle droppen, um sein tägliches Beutegold hier zu maximieren. Muss ich sagen, habe ich persönlich jetzt fast gar nicht mehr gemacht. Also dieses Jahr habe ich komplett auf Beutegold verzichtet, muss ich sagen. Letztes Jahr hatte ich fast jeden Tag wirklich täglich durchgegrindet, um ja, das Maximale so an Beutegold rauszukriegen. Dieses Jahr habe ich bisher noch gar nichts gemacht, was das Beutegold angeht, sodass ich quasi dort ja schon... Boah, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, irgendwann ausgerechnet. Ich glaube 12 Milliarden, 12, 13 Milliarden Gold jetzt schon behind bin. Alleine jetzt in diesen 5 Monaten, die dieses Jahr jetzt schon ja, angebrochen sind, sag ich mal. Und Beutegold macht trotzdem nach wie vor echt viel aus. Boah, ich habe aber momentan da wirklich gar nicht die Nerven für, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich mache trotzdem nach wie vor natürlich meinen extrem guten Fortschritt, muss man mal so sagen. Wir können natürlich auch mal in die Statistiken schauen und mal gucken nach Magiern, wo wir da jetzt momentan, achso, nee, weltweit Hauptattribut, machen wir mal Haupt- und Ausdauer. Ich habe tatsächlich keinen Plan mehr, wo wir das letzte Mal standen, irgendwie. Aber ich denke mal, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen abgerutscht. Ich glaube, letztes Mal waren wir auch in den 50er-Bereichen irgendwie, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Trotzdem definitiv, würde ich sagen, nach wie vor immer noch eine gute Leistung. Und das zählt ja hier im Webshop als Haupt- und Ausdauer Total Stats und nicht die Basispunkte. Und die Total Stats, wisst ihr ja, sind ja halt eben auch Equipment-Steine, Verbesserung des Equipments. Und das ist ja bei mir schon komplett outdated, schon seit Ewigkeiten. Diesbezüglich ist da noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wonach ich immer noch mal geguckt hatte, war, glaube ich, Hauptattribut. Ja, wo wir da standen, da haben wir, glaube ich, aufgeholt, 72. Ich glaube, da waren wir letztes Mal, als wir geschaut haben, deutlich weiter unten. Aber ja,
wie gesagt, es gibt immer Leute, die da noch mehr reingrinden als ich. Das sei denen dann auch wirklich gegönnt, weil die stecken da dann auch deutlich mehr Zeit rein als ich. Auch gerade mit den täglichen Beutegoldangriffen. Wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier mal jemanden raussuchen, gegen wen habe ich immer gute Chancen und hat Geld. Ich glaube Bruni vielleicht. Ja, perfekt. Direkt verloren. Ich glaube hier Molak auch immer. Ja, toll. Siehst du? So wird man hier schon abgestraft. Ja, und dann seht ihr hier 2,4 bis zu 100 Millionen Gold können wir bekommen. Pro Tag an Beutegold habe ich ja dieses Jahr bisher noch gar nicht genutzt. Großartig. Ja, ansonsten wollte ich mal gucken. Horizon gerade auf Platz 1 hier. Das ist natürlich sehr schön zu sehen, muss man so sagen. Man feuert natürlich auch seinen eigenen Server an, F9, wo wir hier stehen. Und die spielen gegen Gods of Light, die momentan stärkste Gilde, die auf Fusion 8, glaube ich. Boah, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube Fusion 8 war das, ne? Gespielt haben, beziehungsweise immer noch spielen, wo ja vorher die Endgegner da auf Platz 1 gewesen sind. Und dann, ja, mit der ersten großen Fusionsgilde damals, mit, ja, den Endgegnern, Gods of Light auf den Server, die sich dann entschlossen haben, auch eine Konkurrenzfusionsgilde zu machen, seitdem her dann auf Platz 1 sind, diese dann überholt haben, die Endgegner. Und Endgegner jetzt längere Zeit jetzt schon auf Platz 2, die allerdings jetzt guten Zugang gefunden haben, nochmal mit 2 sehr starken Spielern. Nagelt mich nicht fest, Luca Freak, glaube ich, war da mit dabei, der jetzt bei den Endgegnern ist und oh, ich weiß jetzt nicht, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube vielleicht Ormel, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer es jetzt war. Auf jeden Fall 2 ziemlich harte Bretter. Auf jeden Fall sehr starke Spieler. Und sind aber längere Zeit jetzt auf 49 Spielern gewesen. Deswegen, oha, was ist das denn? Alter, Horizon gewinnt gegen Gods of Light? Wenn jetzt alles gut läuft, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das sieht so aus wie ein ganz klarer Win. Und zwar ein sehr guter Win. Wir haben ja noch den Umbums. Okay. Na, das könnte jetzt nochmal ein bisschen knapp werden. Aber eigentlich sollte, falls jetzt Umbums nicht komplett reinschockt, das hier haben. Ja, Meister hat natürlich deutlich mehr Stärke. Boah, okay, gut. Aber da war es das. Aber tatsächlich Horizon gewonnen. Das ist natürlich echt cool, muss man so sagen. Ja, wenn wir mal, ich glaube, das war F8 gewesen hier, ne? Gucken wir mal rein, bitteschön. So. Und, nee, das ist falsch. So, das ist richtig, ja, genau. Gods of Light hier noch vorne, Endgegner dahinter. Und da fehlt immer noch ein Spieler. Haben aber hier, glaube ich, das deutlich bessere Durchschnittslevel. Hat natürlich nicht immer was zu sagen. 669 zu 690. Oh, nee, das ist das Einzellevel. 658. So, das ist das Level hier von Alraune. Und 658 ist hier das Level. Aber wie gesagt, das hat wenig zu sagen. Hier ist das Durchschnittslevel. Ja, deswegen. Und hier fehlt sogar noch ein Spieler. Ja, sind jetzt schon länger wahrscheinlich auf der Suche, ich weiß nicht, suchen vielleicht den perfekten Spieler, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, nee, vielleicht war es auch Bresel, der gewechselt. Ach, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Luca Freak, glaube ich, war mit dabei. Ja, aber wie gesagt, nagel mich nicht fest. Wenn hier die 50 Leute wieder am Start sind, mal gucken, wie dann die Chancen aussehen, ich weiß es natürlich nicht. Sind noch bei den Gorgos-Stalkern hier noch mit dabei. Ja, und deswegen, ne, ja, erstmal so ein kleines Update hier mal wieder von dem Server und wie es jetzt in nächster Zeit weitergeht. Also freut euch auf jeden Fall auf zahlreiche Streams, die jetzt in Zukunft kommen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, dass es wieder weitergehen kann. Es tut mir leid für die kleine Pause, für die kleine Unterbrechung, aber da steckt man nicht drin, ne? So ist das halt. Leute, ich wünsche euch noch was, ne? Eine schöne Woche. Ja, frohes Pfingsten noch auf jeden Fall heute und wir hören und sehen uns morgen definitiv wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.